meisten Bachelorarbeiten scheitern nicht am Schreiben, sondern daran, dass der Prozess dahinter nicht verstanden wird. Und genau deshalb fühlt sich die Arbeit für viele sehr chaotisch an. Man liest ein bisschen, schreibt dann etwas, verwirft es wieder, fängt neu an und dann irgendwann entsteht Zeitdruck. Im Kern lässt sich eine Bachelorarbeit in 6 Phasen einteilen. Die erste Phase ist die Orientierungsphase. Hier geht es nicht nur darum, ein Thema zu finden, sondern sich aktiv in ein Themenfeld einzuarbeiten. Du liest erste wissenschaftliche Quellen, verschaffst dir einen Überblick über das Forschungsfeld und entwickelst ein Gefühl dafür, welche Fragen in diesem Bereich überhaupt relevant sind. Dabei wird auch sichtbar, welche Themen wissenschaftlich und praktisch bedeutsam sind. Darauf folgt die Präzisierungsphase. Hier entsteht aus einer ersten Orientierung eine konkrete Forschungsfrage. Diese basiert auf dem, was du im aktuellen Forschungsstand herausgefunden hast. Du hast bereits erkannt, was untersucht wurde, wo Ergebnisse noch unklar sind oder wo es offene Fragen gibt. Und genau daraus leitest du deine eigene Forschungsfrage ab. Aber keine Sorge, in einer Bachelorarbeit geht es nicht darum, eine Forschungslücke komplett zu schließen. Es geht vielmehr darum, zu zeigen, dass du eine Problemstellung systematisch und nachvollziehbar bearbeiten kannst und dabei begründest, warum deine Fragestellung wissenschaftlich und auch praktisch relevant ist. Du argumentierst also, warum es sinnvoll ist, sich genau mit dieser Frage zu beschäftigen. Und in dieser Phase triffst du auch eine grundlegende Entscheidung. Wie willst du diese Frage eigentlich beantworten? Du legst hier deine methodische Richtung fest. Zum Beispiel, ob du qualitativ oder quantitativ arbeitest oder ob du eine Literaturarbeit schreibst. Wichtig dabei, die Methode folgt immer der Forschungsfrage, nicht umgekehrt. Denn die Methodik beschreibt den Weg, wie eine Forschungsfrage beantwortet wird. In der dritten Phase geht es um den Aufbau der Arbeit und die Vorbereitung auf das Forschungsvorhaben. Du entwickelst eine klare Struktur und arbeitest den theoretischen Rahmen sowie den aktuellen Forschungsstand in einer ersten Version systematisch aus. Du definierst zentrale Begriffe, stellst relevante Theorien und Modelle vor und ordnest dein Thema in die bestehende Forschung ein. Das ist die Grundlage dafür, dass dein Thema wissenschaftlich nachvollziehbar wird. Außerdem bereitest du in dieser Phase auch dein methodisches Vorgehen im Detail vor. Du konkretisierst, wie genau deine Untersuchung ablaufen soll, welche Schritte du gehst und wie du deine Daten erheben und auswerten wirst. Das Ziel ist, dass deine Methodik an diesem Punkt vollständig durchdacht ist und du eine gewisse Expertise in deinem Forschungsfeld aufgebaut hast, sodass du strukturiert und vorbereitet in die nächste Phase gehen kannst. In der vierten Phase folgt die methodische Umsetzung. Jetzt setzt du das um, was du vorher konzeptionell entschieden hast. Das bedeutet konkret, du erhebst Daten, wertest sie aus und entwickelst daraus deine Ergebnisse. Erst danach beginnt die eigentliche Schreibphase. Hier arbeitest du systematisch die einzelnen Teile deiner Arbeit aus. Die Einleitung, den theoretischen Rahmen, die Methodik, die Darstellung der Ergebnisse, die Diskussion und das Fazit. Viele dieser Inhalte entstehen nicht komplett neu, sondern werden hier zusammengeführt, ausgearbeitet und in eine klare Form gebracht. Zum Schluss folgt die Überarbeitung und Abgabe. Hier geht es nicht mehr darum, neue Inhalte zu entwickeln, sondern darum, Klarheit herzustellen, Argumente zu schärfen und die Arbeit in eine saubere Gesamtform zu bringen. Und vergiss nicht, diese Phasen sind keine starren Schritte und sie sind auch nicht gleich lang, aber sie haben eine innere Logik. Wenn du versuchst zu schreiben, bevor deine Fragestellung, dein Verständnis des Forschungsstands oder deine methodische Richtung wirklich klar sind, entsteht oft unnötige Mehrarbeit. Und genau deshalb geht es nicht darum, den Prozess perfekt zu planen, sondern darum, ihn zu verstehen. Wenn du einordnen kannst, wo du gerade stehst und was in dieser Phase wirklich wichtig ist, verändert sich die Arbeit. Sie wirkt nicht mehr wie ein chaotisches Hin und Her, sondern wie ein Prozess, in dem Schritt für Schritt Klarheit entsteht. Die einzelnen Phasen sowie typische Fragen und Unsicherheiten schauen wir uns in weiteren Videos noch genauer an. Dieses Video ist Teil der Videoserie von Thesis Kompass, deinem Wegweiser durch die Bachelorarbeit. Wenn du dir mehr Orientierung im Prozess wünschst, schau dir gerne die nächsten Videos an.